Hallo und herzlich willkommen zu OEC Campus. In diesem Modul Governance beschäftigen wir uns mit der Frage, wie offene Innovation von der Stadtverwaltung gefördert und gesteuert werden kann. Wir zeigen Ihnen in diesem Video, wie wir hierfür Strategien, eine Systematik zum Umgang mit städtischen Herausforderungen und Strukturen entwickelt werden können. Der Begriff Governance wird seit den 1990er Jahren verwendet. Er kann als die Gesamtheit der kollektiven Regelungen gesellschaftlicher Sachverhalte verstanden werden. Kommunalverwaltungen scheinen aufgrund ihrer Nähe zur Lebenswelt der Bürgerinnen am besten in der Lage zu sein, Governance-Prozesse in der Stadt voranzutreiben. Im Kontext von Open Innovation City steht Governance für die kommunale Steuerung städtischer Innovationsförderung. Die 3 zentralen Aspekte sind dabei Strategie, Systematik und Struktur. Formulieren Sie bei Ihrer Strategie Handlungsleitlinien und Ziele für eine passgenaue städtische Innovationsförderung, auch unter Berücksichtigung bereits bestehender Visionen oder Stadtstrategien. Im Hinblick auf die Strategie schlagen wir 5 Schritte vor. Erstens, formulieren Sie Vision, Mission und Ziele für die Stadt. Zweitens, führen Sie eine City-SWOT-Analyse durch. Drittens, formulieren Sie die Strategie. Viertens, setzen Sie die Strategie um und 5. evaluieren Sie Ihre Maßnahmen. Bevor Kommunen eine Strategie zur Innovationsförderung formulieren und umsetzen, ist es ratsam, bestehende Zielvorgaben zu identifizieren und als Grundlage einzubeziehen. Die zukünftige Entwicklung einer Stadt wird dabei in der Regel durch die politische und kommunale Führung der Verwaltung geprägt. Die Leitung hat die Möglichkeit, in Form von Visionen und Missionen Zielrichtungen vorzugeben. Beispiele für entsprechende Strategieformulierungen könnten sein: Unsere Stadt bekommt eine autofreie Innenstadt oder unsere Stadt wird bis zum Jahr 2035 CO2-neutral. Eine Stadt kann sich selbstverständlich auch an bestehenden übergeordneten Strategien orientieren und diese zur Grundlage des eigenen Handelns machen, zum Beispiel an einer EU-, Bundes- oder Landesstrategie. Innovationsverantwortliche sollten also im ersten Schritt prüfen, ob bereits strategische Vorgaben existieren, an denen sie sich mit der Innovationsstrategie orientieren können. Im nächsten Schritt schlagen wir vor, eine SWOT-Analyse für die Stadt durchzuführen, eine City-SWOT sozusagen. SWOT steht in diesem Kontext für Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threats oder auf Deutsch Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Diese Analyse dient dazu, interne Betrachtungen und externe gesellschaftliche Entwicklungen, wie zum Beispiel die Folge des Klimawandels oder den Trend der Digitalisierung, in den Blick zu nehmen. Bei der Analyse im Rahmen der City-SWOT kann es sowohl für die inhaltliche Qualität der Strategie als auch für deren Akzeptanz wichtig sein, Stakeholder aus dem Innovationsökosystem der Stadt einzubeziehen. Die Formulierung einer Innovationsstrategie auf Stadtebene sollte also auf den bisherigen Überlegungen der Verwaltungsleitung basieren und die Ergebnisse der City-SWOT einbeziehen. Sie sollte dabei ein genaues Zielbild beinhalten, Innovation explizit verankern und idealerweise bestimmte thematische Kernbereiche benennen, um eine Priorisierung vorzugeben. Im Allgemeinen handelt es sich bei einer Strategie um ein Zukunftskonzept, das sich aus einer Vision für eine Stadt ableitet. Ohne eine effektive Umsetzung ist eine Strategie jedoch wenig wert. Deswegen sollte die Stadtverwaltung im Rahmen der jeweiligen Strategie bereits konkrete Programme und Maßnahmen festlegen, um die formulierten Ziele im Bereich der Innovation zu erreichen. Kommunale Innovationsprogramme sind dabei aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen für jede Stadt individuell zu entwickeln und auszugestalten. Für die Umsetzung der Strategie ist es wichtig, die zu beteiligten AkteurInnen zu identifizieren, adäquate Formate zu nutzen und zu überlegen, welche externen Kooperationen eingegangen werden sollten. Am Ende der Strategiephase sollten Sie die Ergebnisse und den dazugehörigen Prozess bewerten. Die zentralen Fragen lauten hier: In welchem Maße könnte die Strategie umgesetzt werden? Wo sollte nachgebessert werden? Was lässt sich aus dem Prozess lernen? Schauen wir uns einmal an, wie eine gesamtstädtische Innovationsstrategie aussehen kann. Die Stadt Hamburg hat bereits eine entwickelt. Mehr als 300 Menschen aus verschiedenen Teilen der Stadtgesellschaft haben sich an der Entwicklung der Strategie beteiligt. Der Prozess wurde von Expertinnen aufgesetzt und begleitet. In Arbeitskreisen wurden Ideen entwickelt, auf einer Auftaktveranstaltung präsentiert und anschließend in Fachworkshops weiter diskutiert, evaluiert und präzisiert.
Kommen wir jetzt zu einem weiteren Aspekt von Governance in einer Open Innovation City, der Systematik. Aufgrund ihrer Komplexität und ihrer Relevanz sollten Städte einen systematischen Umgang mit den großen gesellschaftlichen und technologischen Trends etablieren. Es geht also darum, kreative Lösungen für drängende Herausforderungen zu finden, als Stadt zukunftsfähig zu bleiben und im Standortwettbewerb keine Zeit zu verlieren. Deutet sich eine dieser großen Entwicklungen an, gilt es, sie zu erkennen und systematisch darauf zu antworten. Wir empfehlen dazu ein Modell mit diesen 5 Phasen: Initiierung, Strategieformulierung, Ideengenerierung, Konzeption und Validierung sowie Etablierung. In der Initiierungsphase wird ein großer Trend, wie zum Beispiel neue Mobilität für die Stadtverwaltung, erkennbar. Sie greift den Trend auf und analysiert ihn, um ihn genauer zu verstehen und Chancen wie auch Herausforderungen zu erkennen. In der Phase der Strategieformulierung werden der Umgang der Stadt mit dem Trendthema geprüft und anschließend übergeordnete Zielsetzungen und Handlungsfelder formuliert. In diesem Zusammenhang sollte auch geklärt werden, welcher Bereich der Verwaltung sich dem Thema federführend widmet. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist allerdings bei den meisten großen Themen von Vorteil. In der 3. Phase Ideengenerierung geht es nun darum, konkrete Ideen für Lösungsansätze zum Trendthema zu erarbeiten. Spätestens in dieser Phase sollten das kollektive Wissen und die kollektive Kreativität der Stadtgesellschaft einbezogen werden. Die daraus entstandenen Ideen können für den Innovationsprozess genutzt werden. Die 4. Phase nennen wir Konzeption und Validierung. Auf Basis der priorisierten Ideen können nun die Prüfung und Planung der Umsetzung vorgenommen werden. Hier empfehlen sich Testphasen, in denen sich die Innovationsverantwortlichen Feedback aus der Zielgruppe einholen können. Sobald ein Lösungsansatz entwickelt, pilotiert und getestet wurde und das Feedback der Zielgruppe entsprechend ausfällt, kann in der 5. Phase die Umsetzung in der Stadt vorgenommen werden. Häufig geht der Prozess anschließend erneut von vorne los, da in einem Durchgang nicht alle Fragen in Bezug auf ein Thema gelöst werden können. Lassen Sie uns am Beispiel eines konkreten Trends diese 5 Phasen noch einmal exemplarisch durchlaufen. Unser Thema ist in diesem Fall neue Mobilität. Eine anfängliche Analyse in Phase 1 kann ergeben, dass Städte grundsätzlich vor einem Mobilitätswandel in Innenstädten stehen und dieses Trendthema ganz entscheidend für die Einhaltung der Klimaziele der Stadt ist. Sie könnten nun in der Strategiephase daraus ableiten, dass die zentrale Konsequenz die Umgestaltung der urbanen Infrastruktur sein sollte. Auf Basis der spezifischen Herausforderungen des Themas könnte das Verkehrsamt die Zuständigkeit übernehmen. In der Phase der Ideengenerierung werden Ideenworkshops mit der Stadtgesellschaft durchgeführt. Beim Thema Mobilität könnten also Akteure wie die Kaufmannschaft, die Rettungskräfte, Anlieger, Unternehmen und die Bürgerinnen dabei sein. Eines der Ergebnisse aus den Workshops ist, dass Sharing-Stationen eine wichtige Maßnahme wären. Diese werden in der Konzeptionsphase testweise errichtet und Feedback eingeholt. Mit einigen Anpassungen werden die Sharing-Stationen dann etabliert. Kommen wir zum 3. Aspekt der Governance, zur Organisation. Nach der Trendanalyse steht die Frage im Mittelpunkt, wie städtische Verwaltungen sich im Bereich Innovation organisieren bzw. aufstellen können und gelungene Innovationsförderung zu beschleunigen. Die Strukturen, die innerhalb der Verwaltung zum Thema Innovation etabliert werden sollten, können dabei fest verankert oder beratend sein. Wir beginnen mit einem Blick auf feste Strukturen in der Kommunalverwaltung, also Organisationseinheiten oder Personalstellen. Dazu gehören zum Beispiel Dezernate, Ämter oder Stellen für Referentinnen. Eine explizite Verankerung in der Stadtverwaltung hätte zur Folge, dass der Begriff Innovation zum Beispiel in einem Dezernat klar verankert ist. Dezernat für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Innovation. Eine implizite Verankerung würde die Innovationsförderung als Teilaufgabe formulieren, zum Beispiel als Aufgabenbereich des Dezernats für Wirtschaft und Stadtentwicklung. Über den Aufbau fester Strukturen hinaus können städtische Verwaltungen im Bereich der Innovationsförderung beratende Strukturen anbinden, um inhaltliche Expertise in die Steuerungs- und Gestaltungsprozesse zu integrieren. Ein Beispiel, wo dies auf Landesebene geschehen ist, ist das Bundesland Sachsen. Hier wurde 2019 ein Innovationsbeirat etabliert. Dabei handelt es sich um einen unabhängigen Fachbeirat, der aus 17 Expertinnen besteht. Der Beirat begleitet große Zukunftsprojekte des Freistaats Sachsens. Wie kann also städtische Innovationsfähigkeit gefördert werden? Zusammengefasst lässt sich sagen,
Innovationen sollten in abteilungs- und ressortübergreifender Arbeit vorangetrieben werden. Die großen Themen unserer Zeit lassen sich nur mit dem Wissen aus verschiedenen Bereichen bearbeiten. Innovationssteuerung sollte möglichst zentral verankert werden, um in alle Bereiche der Stadt zu wirken. Rücken Sie bei der Innovationsförderung die Akteurinnen der Stadt, das sogenannte Innovationsökosystem, in den Mittelpunkt. Entwickeln Sie gemeinsam mit der Stadtgesellschaft eine Innovationsstrategie. Bearbeiten Sie städtische Trendthemen vorausschauend und systematisch. Schaffen Sie in der Verwaltung Strukturen für Innovationsförderung. Technologie sollte im Bereich der Innovationsförderung kein Selbstzweck sein, sondern bei der Bewältigung von Herausforderungen gezielt zum Einsatz kommen. Damit sind wir bereits am Ende dieses Moduls angekommen. Vielen Dank, dass Sie beim Thema Governance dabei waren. Schauen Sie sich auch die anderen Module des OEC Campus an.